Die Wall Street steigt trotz der steigenden Covid-19-Infektionszahlen. Die Wall Street sinkt wegen der steigenden Covid-19-Infektionszahlen. Man dreht es sich halt so hin, wie man es braucht. Denn Tatsache ist ja, dass schon seit einigen Tagen klar ist und sichtbar ist, dass die Covid-19-Infektionszahlen in vielen Bundesstaaten der USA wieder anziehen. Aber die Wall Street hat das bisher vollends ignoriert, mit dem Nasdaq auf Rekordniveau erst am Dienstag. Jetzt geht es also bergab an der Wall Street und das Argument ist schon geliefert. Well, klar, die Covid-19-Zahlen sind bedenklich. Das hat am Dienstag auch Dr. Anthony Fauci in einem Rechenschaftsbericht vor dem Kongress betont. Das ist der wohl wichtigste Mann hier in den Vereinigten Staaten zum Verlauf dieses Virus. Und auch er sagt, naja, das sei alles sehr disturbing, beunruhigend. Und um das mal auf den Punkt zu bringen, in der Woche zum 21. Juni sind die US-Neuinfektionen um 25% gestiegen und in 10 Bundesstaaten um 50%. Das sind bedenkliche Zahlen und nichtsdestotrotz haben wir seit einigen Tagen schon darüber berichtet und die Wall Street hat das ignoriert. Where is the difference? Warum zieht das jetzt den Aktienmarkt mit nach unten? Naja, weil der Aktienmarkt eben auch sehr stark gelaufen ist und das ist für mich immer noch das Hauptargument, jetzt auch mal Gewinnmitnahmen zu sehen. Blenden wir mal diese Grafik hier ein, die das sehr schön zusammenfasst und auf den Punkt bringt. Das sind die Aktien von Amazon, die Aktien von Apple und allesamt konnten seit Jahresauftakt erheblich zulegen. Schauen wir uns das mal in Prozentzahlen an. Microsoft 30%, Amazon 50% seit Jahresauftakt, Apple 26% oder 60% in den letzten 3 Monaten und Google mickrige 10% plus seit Jahresauftakt. Die großen Tech-Werte sind extrem stark gelaufen und wir sehen das größte Gap in der Performance zwischen dem S&P und Dow Jones und dem Nasdaq-Index seit 1983. Und wir können noch einen Schritt tiefer gehen. Nehmen wir mal den 200-Tage-Durchschnitt. Die Grafik hier ist von Northman Trader. Sehr guter Mann, findet man auch bei Twitter. Und hier sehen wir den größten Abstand zwischen dem Nasdaq und dem 200-Tage-Durchschnitt in über 20 Jahren. Kurzum, es wäre jetzt, weiß Gott, nichts Außergewöhnliches, wenn wir mal zurücklaufen würden. Und ich möchte hier für den S&P 500 noch eine weitere Grafik mal einblenden. Denn was passiert in den letzten Handelstagen? Wo liegen die meisten Jahresendziele für den S&P? Naja, ich würde mal schätzen, 3.150 bis maximal 3.250 bis 3.300. Was also aktuell passiert, ist, die Investmenthäuser revidieren ihre Jahresendziele deutlich nach oben. Wir sehen die größten Revidierungen seit Jahren. Und historisch betrachtet, wenn die Jahresendziele von der Wall Street derart entschlossen nach oben revidiert werden, ist es eben oft auch ein Zeichen, dass wir mal zurücklaufen könnten. Ändert aber natürlich nichts daran, dass die Entwicklung von Covid-19 in den Vereinigten Staaten durchaus bedenklich ist. Wir haben nun auch Hinweise, dass in New Jersey, also in der Tri-State Area, Connecticut, New York, New Jersey, dass auch hier die Infektionszahlen wieder anziehen. We're beginning to creeping up, um den Gouverneur zu zitieren. Der Gouverneur von New York, Cuomo, sagt, er zieht ernsthaft in Erwägung, jeden, der von anderen Bundesstaaten kommt, erstmal in Quarantäne zu schicken. Naja, ich wohne in New Jersey, das ist 30 Minuten von New York. Soll ich jetzt in Quarantäne gehen mit meinem Office hier an der Wall Street? Schwierig. Tatsache ist vor allem, man hört immer mehr über Covid-19 in den USA. Und alleine schon das Gespräch darüber könnte natürlich dazu führen, dass die Hoffnung dieser V-förmigen und schnellen Wirtschaftserholung vielleicht, ziemlich eher so eine Art umgekehrtes J wird. Ne? Also sehr schnell, aber mal so auf halber Strecke ebbt das Wachstum dann wieder ab. Aber das werden wir sehen, das ist natürlich bisher Spekulation. Nichtsdestotrotz also bremst das einen Markt, der ohnehin für einen Rücksetzer mal überfällig war, jetzt auch ein bisschen ein. Es kommt noch ein weiterer Punkt hinzu. Und zwar heißt es, dass die Vereinigten Staaten also jetzt in Erwägung ziehen, Tarife zu etablieren, 3 Milliarden Dollar auf Importe aus unter anderem Frankreich, Deutschland, Spanien, Großbritannien. Und da ist es schon interessant zu sehen, dass man diese Gerüchte hat, nachdem also bekannt wird, dass die EU wiederum darüber nachdenkt, die Einreise amerikanischer Touristen nach Europa weiterhin zu untersagen, unter anderem auch aufgrund der steigenden Infektionszahlen von Covid-19 hier in den Vereinigten Staaten. Dann haben wir auch noch den Wahlkampf, obgleich ich immer wieder
also jetzt zumindest noch der Meinung bin, dass das keinen so großen Effekt auf die Börse hat, wie man hier und da lesen kann. Aber nichtsdestotrotz sehen wir, dass Joe Biden hier in Blau doch seinen Vorsprung gegenüber Donald Trump weiter ausbaut. Und es ist mittlerweile fast jede Umfrage, die wir sehen, Biden liegt vorne. Die aktuelle Umfrage war von der New York Times gerade vor 12 Stunden bekannt gegeben. Hier liegt Joe Biden 14 Prozentpunkte vor Donald Trump. Wenn man die Umfrage von Harvard Caps Harris Poll nimmt, dann liegt Biden 12 Prozentpunkte vor Trump und dementsprechend bremst das auch den Markt ein bisschen ein, heißt es. Aber meines Erachtens ist das noch ein bisschen früh. So, und dann haben wir eine Warnung der EZB und zwar von Philip Lane. Er betont, Investoren sollten nicht zu euphorisch werden, was das Tempo der Erholung der Wirtschaft betrifft. Und da hat er meines Erachtens nicht ganz unrecht. Ja, nehmen wir mal die Fluggesellschaften als Beispiel dafür, dass eben diese Rallye diese Erholung alles andere als dynamisch ausfällt, zumindest in den unmittelbar getroffenen Sektoren. Hier sehen wir mal die Auslastung, also wie viele Amerikaner fliegen hier in den Vereinigten Staaten und die Zahlen bringen es eigentlich ganz schön auf den Punkt. Wir sehen eine Erholung, aber von einem sehr niedrigen Niveau ausgehend und man muss sich die Zahlen mal anschauen. Im letzten Juni wurden in den Vereinigten Staaten oder sind in den Vereinigten Staaten fast 77 Millionen Menschen geflogen. Im diesen April 3,3 Millionen, im Mai 7,2 Millionen, natürlich Riesenerholung im Vergleich zum Vormonat, über 100% Wachstum, linear toll, im Vorjahresvergleich, und jetzt im Juni, der Juni ist noch nicht durch, wir haben bis jetzt 10,3 Millionen Passagiere, aber im letzten Jahr waren es 77 Millionen. Jetzt vermutet man, Juni ist noch nicht durch, dass der Juni mit 14 Millionen Passagieren endet, aber das liegt halt immer noch sehr, 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 sehr weit unter Vorjahresniveau. Die Branche hat es also sehr schwer und es ist kaum erstaunlich, dass es die Sektoren, die Fluggesellschaften auch dementsprechend schwer haben. So, und jetzt kommen wir zu ein paar Einzelwerten. Bei Apple wird berichtet, da berichtet CNBC, dass die iPhone-Verkäufe und Auslieferungen im Mai in China unter dem Niveau des Vormonats lag. Auch nicht gerade eine tolle Nachricht für eine Aktie, die innerhalb von 3 Monaten um 60% an Wert gestiegen ist. Bei Google berichtet Reuters, dass die US-Justizbehörden, also das Justizministerium und die Staatsanwaltschaft an diesem Freitag ein Treffen haben werden, um die Antiwettbewerbsklage zu besprechen. Dann haben wir gute Nachrichten aus dem Chipsektor und zwar von Dialog Semi. Hier heißt es, hier hat das Management die Aussichten nach oben revidiert auf der Umsatzseite. Das ist natürlich ein gutes Zeichen. Warum? Weil die Nachfrage nach Tablets, Notebooks und Wearables höher ausgefallen ist, als man erwartet hatte. Das spricht natürlich für die auch anderen Tech-Werte, insbesondere auch für Werte wie Microsoft, obwohl die natürlich auch schon extrem gelaufen sind. Bei Facebook sehen wir, dass immer mehr Werbekunden das Unternehmen boykottieren. Eddie Bauer, Magnolia Pictures, Ben & Jerry's und Patagonia, North Face, alle boykottieren die Plattform, das berichtet die New York Times und das könnte dementsprechend auch Facebook leicht belasten. Was haben wir sonst noch? Es kursieren Spekulationen, dass Volkswagen angeblich Interesse angemeldet hat oder zumindest darüber nachdenkt, den Autovermieter Europcar Mobility zu übernehmen. Das berichtet Bloomberg. Well, good luck with that. Auf der einen Seite ist natürlich Europcar jetzt sehr günstig. Man würde quasi zum Zenit der Krise den Autovermieter kaufen. Hertz hat ja nun nicht umsonst Bankrott angemeldet. Aber ist das wirklich ein so smarter Move für Volkswagen? Großes Fragezeichen, jedenfalls ein Gerücht bei uns hier in den USA. So, last but not least möchte ich Goldman Sachs kurz ansprechen. Hier heißt es, die europäischen Aktienmärkte bieten kurzfristig gesehen mehr Potenzial als die USA. Das erste Mal seit 2006, 2007 dürfte das Wachstum Europas höher ausfallen als das Wachstum hier in den Vereinigten Staaten. Man werde eine schnellere Erholung sehen von der Covid-19-Krise als den USA. Was natürlich auch schon allein daran liegt, dass Europa erst den Lockdown umgesetzt hat, nachdem die Infektionszahlen schon deutlich gesunken sind, im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten. Und das rächt sich jetzt hier natürlich zeitweise auch. Und interessant ist zu sehen, dass Goldman Sachs genau in die These reingeht, die ich auch habe. Man glaubt, dass der Euro fester wird und der US-Dollar schwächer. Auch das würde natürlich für europäische Aktien sprechen und weniger für die Wall Street. In dem Sinne, einen wunderschönen Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.